No Poo ist momentan in aller Munde. Es bedeutet No Shampoo, also Haare waschen mit Shampoo-Alternativen. Und ich möchte euch heute festes Shampoo, Haarseifen und Co. vorstellen mit der Anwendung und den Vor- und Nachteilen. Also bleibt dran. Runter vom Tisch! Hallo und herzlich willkommen heute hier bei Frame It Green. Ich bin Anna und Fabi sitzt hinter der Kamera. Hallo. Ist es nicht unglaublich, wie viel Shampoo und Haarconditioner-Packungen man in einem Monat, in einem Jahr, in seinem ganzen Leben verbraucht, und das jede einzelne Person. Es ist so unglaublich, wie viel Plastik da entsteht. Und darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Und deswegen habe ich versucht, Alternativen zu finden. Es gibt ja da schon ganz viele tolle Sachen. Für mich war es einmal wichtig, dass die Inhaltsstoffe der Methode natürlich sind. Das hat man jetzt natürlich auch im Bio-Shampoo oder so. Aber da habe ich ja diese blöde Plastikverpackung. Ja, deswegen also keine Verpackung, beziehungsweise keine Plastikverpackung war für mich wichtig. Die natürlichen Inhaltsstoffe, dass es leicht anzuwenden ist und auch, dass es transportierbar ist. Also, dass ich es auf Reisen ohne Probleme mitnehmen kann. Gut, dann fangen wir mal mit der ersten Alternative an. Das ist festes Shampoo. Ich habe hier jetzt noch ein Stückchen übrig von meinen ersten Anwendungen, deswegen sieht das jetzt so klein aus. Sieht eigentlich aus wie Seife und der Name sagt eigentlich schon alles aus. Also es ist einfach festes Shampoo. Das sagt eigentlich auch alles über die Inhaltsstoffe aus. Also nur weil es jetzt Festshampoo heißt, ist es nicht unbedingt besser als andere Shampoos. Da muss man wirklich bei jedem Einzelnen hinten drauf gucken, was für Inhaltsstoffe da drin sind, weil da können nämlich genauso gut Silikone und Parabene drin sein. Und das wollte zumindest ich vermeiden. Außerdem ist es wichtig, drauf zu gucken, was für Tenside drin sind. Tenside sind die Inhaltsstoffe, die es möglich machen, das Fett und den Schmutz aus den Haaren rauszulösen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche. Es gibt welche, die auf Erdöl basieren oder auf pflanzlichen Inhaltsstoffen. Manche davon sind ein bisschen aggressiver, manche ein bisschen sanfter. Da sollte man einfach ein bisschen recherchieren, wenn man ein festes Shampoo gefunden hat, was man gerne benutzen möchte, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Falls ihr nicht wisst, wo man da nachgucken könnte, es gibt eine tolle App, die heißt ToxFox. Und da kann man einfach das Produkt einscannen. Das verlinkt mir einfach mal hier unten noch. Und das spuckt einen dann aus, was für Inhaltsstoffe da drin sind, beziehungsweise ob problematische oder gefährliche Inhaltsstoffe drin sind. Ja, kommen wir zu der Anwendung. Also es ist eigentlich recht einfach. Man geht in die Dusche, schäumt es so ein bisschen in den Händen auf oder macht es einfach direkt auf den Kopf. Es schäumt ganz gut, weil es ist ja Shampoo, und spült es dann ganz normal wie Shampoo aus. Also wirklich easy. Dann kommen wir mal zu den Vorteilen. Also es ist natürlich fest, das heißt, wir brauchen keine Plastikverpackung. Es wird meistens in Pappschachteln verkauft. Das ist also schon mal ein Pluspunkt. Und des Weiteren ist es fest. Habe ich eigentlich gesagt, dass es fest ist? Also es ist fest, das heißt, es ist kein Problem, es auf Reisen oder sowas mitzunehmen. Die Anwendung ist auch recht einfach, fast genauso wie Shampoo. Ja, der einzige Nachteil, finde ich, sind die Inhaltsstoffe, die relativ problematisch sein können. Also das kommt wirklich auf das feste Shampoo an. Und ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass egal welches ich ausprobiert habe, also ich habe wirklich einige durch, dass diese Tenside zu aggressiv waren. Also ich hatte dauernd eine trockene Kopfhaut, die gejuckt hat, und meine Haare waren auch wirklich ziemlich trocken. Da gibt es vielleicht auch noch andere, die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber für mich hat es einfach nicht so geklappt, beziehungsweise ich war einfach nicht so zufrieden. Also das Waschergebnis war top, aber die Haare und die Kopfhaut einfach zu trocken. Deswegen war das eine Alternative, die für mich nicht so funktioniert hat. Ja, die nächste Möglichkeit ist, seine Haare mit Roggenmehl zu waschen. Das hier ist jetzt nur das Mehl. Die Anwendung ist relativ simpel, aber ein bisschen aufwendiger. Man nimmt 150 Milliliter kaltes bis lauwarmes Wasser und mischt dazu so ungefähr 3 gehäufte Esslöffel Roggenmehl. Mischt das mit einem Mixer gut
oder mit einem Rührbesen gut durch und lässt es dann so ungefähr 5 bis 10 Minuten stehen. Je länger man es stehen lässt, desto pflegender ist es fürs Haar, aber desto geringer wird die Waschwirkung. Also da muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Einmal, wie viel Wasser und Mehl brauche ich für meine Haare und auch, wie lange lasse ich es stehen, damit es für mich gut funktioniert. Ja, dann schmiert man sich das Ganze ins nasse Haar, knetet es gut durch und lässt es ein bisschen einziehen und spült es dann sehr, sehr gut aus. Also die Ohren nicht vergessen, da sammelt es sich gerne an und ja, genau, das ist die Anwendung. Kommen wir zu den Vorteilen. Also es ist ein regionales, nachwachsendes Produkt, was man in Papiertüten oder im Unverpacktladen komplett ohne Verpackung kaufen kann. Also das ist auf jeden Fall top. Man kann es auch mitnehmen, wobei ich das ja schon recht aufwendig finde. Man braucht halt das Mehl, Wasser hat man eigentlich überall, einen Schneebesen. Ja, also ist mitnehmbar, läuft nicht aus, aber man braucht schon ein paar Zutaten. Das Waschen mit Trockenmehl funktioniert. Ich habe vorhin mal wieder meine Haare mit Trockenmehl gewaschen. Ja, die Haare sind recht fluffig, leicht, fühlen sich nicht irgendwie schwer an, sehen sauber aus, würde ich jetzt mal sagen. Sind nicht trocken oder so und die Kopfhaut juckt auch nicht. Also das ist wirklich super. Gut, dann kommen wir zu den Nachteilen. Ich persönlich finde es einfach ein bisschen aufwendig mit dem Anrühren morgens. Da muss es stehen bleiben und dann schmiert man sich dieses kalte, glibberige Zeug ins Haar. Da ich morgens dusche, fand ich das einfach zu aufwendig. Außerdem sollte man darauf achten, dass man wirklich alles sehr, sehr gut ausspült aus den Haaren und auch die Dusche danach gut sauber macht, weil wenn das Zeug erstmal angetrocknet ist, kriegt man das nicht mehr so leicht weg. Über verstopfte Abflüsse müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. Also ich hatte damit keine Probleme. Das ist ja jetzt kein Teig, wo noch irgendwie Zucker und Ei und Butter oder sowas drin sind. Das wird recht flüssig und es verstopft jetzt nicht mehr, als wenn man ja, normal die Haare im Abfluss hat oder sowas. Meine größten Probleme oder Nachteile waren eigentlich, also es ist zwar kein Teig, aber ich finde irgendwie, dass meine Haare nach der Wäsche nach Teig gerochen haben. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich eine sehr empfindliche Nase habe. Also ist vielleicht auch einfach nur meine Wahrnehmung oder so. Ja, fand ich irgendwie nicht so toll. Ja, das zweite größere Problem war, dass ich das Mehl nicht so ganz ausgewaschen bekommen habe. Was vielleicht daran lag, dass ich immer mit Vollkornmehl gewaschen habe. Wenn man feineres Mehl benutzt, kann es sein, dass das nicht so ein Problem ist. Aber ich hatte nach dem Waschen immer noch so ganz kleine Spelzrückstände sozusagen im Haar, was so ein bisschen aussieht wie Schuppen. Wenn man die Haare im trockenen Zustand dann nochmal ordentlich durchgekämmt hat, war das eigentlich kein Problem mehr. Also dann war das draußen aus dem Haar, aber man hat es natürlich dann auch in der Bürste und irgendwie im ganzen Bad rumfliegen und das fand ich einfach nervig. Deswegen war es nicht unbedingt ja, eine Shampoo-Alternative, die für mich perfekt ist. Okay, dann kommen wir zu der nächsten Alternative, beziehungsweise eigentlich zu einer vielleicht vergessenen und jetzt wieder aufkommenden Form des Haarewaschens, einfach mit Seife. Das ist jetzt ein Stückchen Haarseife. Die Anwendung ist eigentlich auch recht simpel, wenn man weiß, wie man es machen muss. Dazu habe ich auch schon mal ein ausführlicheres Video gesehen. Also wenn ihr Probleme habt mit Haarseife, eure Haare gut hinzubekommen, dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch das einfach anguckt. Aber einfach ganz kurz zur Haarseife. Man muss die Haarseife ein bisschen anfeuchten oder ein bisschen in Wasser vorher einlegen, damit sie richtig schön nass ist. Die Haare müssen sehr gut nass sein. Dann schäumt man das Ganze einfach auf den Kopf oder in den Händen ein und massiert es gut ein. Bei der Seife hilft viel und ja, dann wäscht man es einfach sehr, sehr gut aus und das war's. Also wie gesagt, wenn es bei euch nicht so gut funktioniert, dann einfach mal das andere Video angucken. Ich möchte jetzt nicht so detailliert darauf eingehen. Zu den Vorteilen, ja, man kauft es in einer
Pappschachtel. Das heißt, wir haben hier auch kein Plastik. Es sind ja überwiegend natürliche Inhaltsstoffe. Man kann natürlich gucken, was für eine Seife man jetzt kauft. Da gibt es auch einige, wo 50 Inhaltsstoffe draufstehen. Es gibt aber auch ganz einfache mit nur wenig Inhaltsstoffen. Aber bei der Seife, ja, jeder hatte es wahrscheinlich im Chemieunterricht. Man braucht irgendein Fett oder ein Öl und eine Asche und dann wird das Ganze verseift. Also doch eine recht natürliche Vorgehensweise oder Vorgang. Man kann die Seife super mitnehmen, ist gar kein Problem auf Reisen, weil sie trocken ist, sie kann nicht auslaufen. Man kann sie im Handgepäck problemlos mitnehmen und ist auch dann an anderen Orten einfach anzuwenden. Ja, ansonsten hält so eine Haarseife eigentlich ziemlich lange. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie oft man waschen muss. Zu den Nachteilen, eigentlich fallen mir da gar nicht so wirklich welche ein. Man muss natürlich ein bisschen rumprobieren, bis man eine Seife gefunden hat, die zu einem passt. Man muss wissen, wie sie richtig angewendet wird, damit es funktioniert. Bei meinem ersten Versuch ist es völlig fehlgeschlagen und ich habe das erstmal sein gelassen mit einer Seife, bis ich dann irgendwann die Tipps bekommen habe, wie es richtig funktioniert, und dann hat es auch funktioniert. Also dann ist das Waschergebnis wirklich gut. Man muss da einfach ein bisschen suchen, bis man die Seife gefunden hat, die auf die Haare passen, damit sie nicht austrocknen, damit sie gut gepflegt werden, ja, gut aussehen, wie auch immer. Also für mich ist die Haarseife wirklich eine Top-Shampoo-Alternative. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Alternative. Da habe ich jetzt gar nichts zum Hochhalten, weil das ist Haare waschen einfach nur mit Wasser. Auch Water Only genannt. Also wirklich ziemlich einfach. Zur Anwendung, man wäscht die Haare einfach nur mit Wasser. Wer hätte das gedacht? Es ist wichtig, dass man warmes, nicht gerade heißes, aber doch sehr, sehr warmes Wasser benutzt, weil das warme Wasser das Fett einfach besser vom Haar lösen kann. Und dann spült man sehr, 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 sehr lange die Haare einfach mit Wasser aus. So viel zur Anwendung. Zusätzlich sollte man die Haare gut kämmen mit einer Naturbürste, Wildschwein, Borstenbürste oder so. Einfach um das Fett in den Haaren zu verteilen, bis in die Haarspitzen, weil die sind meistens am trockensten und der Haaransatz natürlich am fettigsten oder gepflegtesten, sag ich jetzt mal. Ja, so viel zu der Anwendung. Zu den Vorteilen. Also, es gibt natürlich keine Verpackung. Man bekommt es überall, wo man sowieso seine Haare waschen möchte. Es ist ein natürlicher Stoff. Und ja, mehr braucht man zu Wasser, glaube ich, nicht zu sagen. Zu den Nachteilen. Also Haare nur mit Wasser zu waschen, braucht ziemlich lange, bis sich das Haar umgestellt hat. Also ich habe es dieses Jahr mal im Frühjahr, Frühsommer ausprobiert und ich habe es irgendwann abgebrochen, weil ja, es wurde Sommer und ich wollte nicht mit dauernd fettigen Haaren rumlaufen. Also man braucht da wirklich sehr, sehr viel Geduld. Also ich denke schon, dass es bis zu einem halben oder ganzen Jahr dauern kann, bis sich die Haare daran gewöhnt haben, weil sie müssen sich ein bisschen selbst einpegeln. Sie bekommen nichts mehr von außen zugeführt, keine pflegenden Stoffe und müssen sich sozusagen selbst versorgen, pflegen, und bis sich dieser Fetthaushalt sozusagen geregelt hat, das dauert einfach ein bisschen. Also eigentlich ist es ja eine ganz natürliche Sache, dass die Haare sich selbst pflegen, fetten, wie auch immer. Wir sind irgendwie die einzigen Tiere, die darauf gekommen sind, diesen Fettfilm von den Haaren runterzunehmen und einen künstlichen Ersatz draufzuschmieren. Ja, aber so ist es halt nun mal in unserer Gesellschaft. Wenn jemand mit fettigen Haaren rumläuft, sieht das irgendwie für uns ungepflegt und eklig aus. Ist halt so. Aber wenn sich das Haar erstmal daran gewöhnt hat und man die Haare auch regelmäßig kämmt, dann sieht es eigentlich nicht mehr irgendwie extrem fettig aus. Sie sehen halt, ja, ich sage jetzt mal griffig aus, recht gut gepflegt. Aber es dauert halt, bis man zu diesem Punkt kommt. Ich hatte irgendwann abgebrochen, weil, wie gesagt, ich habe eine empfindliche Nase und ich fand, selbst einen Tag nach dem Waschen
haben die Haare einfach fettig, ranzig gerochen. Und das fand ich einfach eklig und da habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie was dagegen zu tun. Also wenn ihr Erfahrung mit Water Only habt und nicht das Problem habt, dass eure Haare fettig riechen, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich würde das super gerne nochmal ausprobieren. Vielleicht jetzt auch im Winter. Ja, weil es ist schon irgendwie eine coole Sache. Man braucht nichts und ja, genau. Deswegen bis zu diesem Punkt war es eine Methode, die für mich auch nicht funktioniert hat, aber mit mehr Durchhaltevermögen und vielleicht noch ein paar anderen Tipps, die es vielleicht gibt, kann es gut funktionieren. Dann kommen wir auch schon zur letzten Alternative, und zwar die Haare einfach nur zu kämmen. Funktioniert sozusagen fast wie Water Only, wird Sebum Only genannt. Also Sebum ist das Fett, der Talg, den die Haare produzieren. Und man verzichtet auf das Wasser, was die Haare schon nochmal austrocknet und kämmt halt einfach die Haare immer gut durch und verteilt das Fett im Haar. Das zur Anwendung. Vorteile, man braucht nichts außer einen Kamm. Den kann man auch ganz einfach mitnehmen. Die Nachteile sind eigentlich genauso wie bei Water Only. Man braucht ziemlich lange, bis man die Haare umgestellt hat. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, beziehungsweise ich habe die Kombi ausprobiert, also mit Wasser und gut kämmen. Was man zu allen Shampoo-Alternativen sagen muss, ist, wenn man jetzt von, ich sage jetzt mal, konventionellen Shampoo kommt mit Paraben und Silikon und den ganzen Gedöns, dann braucht es wirklich Zeit, bis sich die Haare umstellen. Ich fand es am einfachsten damals erstmal auf Naturkosmetik-Shampoo umzusteigen und dann andere Alternativen auszuprobieren. Aber ihr braucht da einfach ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen, bis sich eure Haare an die Alternative angepasst haben. Also nicht den Mut verlieren. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die Haare nach dem Waschen einfach nochmal mit kaltem Wasser abspült, damit sich die Schuppen schließen und wieder anlegen und die Haare danach nicht so fisselig sind. Ansonsten kann man natürlich ab und zu mal eine saure Rinse machen. Ja, genau. Ansonsten gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Alternativen mit Lavaerde oder Natron, irgendein Trockenshampoo, wie auch immer. Was ich gerne noch mal ausprobieren möchte, ist meine Haare mit Pflanzenansätzen zu waschen, also irgendwie mit Efeu oder Seifenkraut. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber das fände ich ziemlich interessant, ob das auch funktioniert. Gut, das war es auch schon. Naja, was heißt schon? Ich bin jetzt doch recht ausführlich eingegangen auf die einzelnen Methoden, aber ich wollte euch einfach alles mit auf den Weg geben, was ich darüber weiß und was für Erfahrungen ich damit gesammelt habe, damit ihr auch was damit anfangen könnt. Genau, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da oder schreibt doch mal in die Kommentare, was für Shampoo-Alternativen ihr momentan verwendet und was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ob ihr vielleicht noch irgendwelche sinnvollen Tipps habt, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr uns abonniert und die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos und schaut auch gerne mal auf unseren Instagram-Account vorbei. Alles klar, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Nicht die Pflanze fressen und nicht die Pflanze umwerfen. Katze. Nein. Loslassen. Loslassen. Nein. Nein.